Christina braucht jetzt ihre Ruhe. Wieso denn das? Sie ist doch noch putzmunter. Hast du mich nicht verstanden? Beim besten Willen, Elisabeth, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich dir ein Angebot gemacht haben sollte, welcher Art auch immer. Ich bin ab heute die Nachfolgerin von Frau Mann. Eure neue Schlossverwalterin. Ich glaube, es ist sie komplett durchgedreht, die Brandner. Ich würde es bevorzugen, in Zukunft mit Frau Ryan angesprochen zu werden. Na, sieh mal einer an. Zurück zu den Anfängen. Tja, dann schieß mal los, Frau Ryan. Wie gesagt, ich bin eure neue Schlossverwalterin. Das kann nur ein ganz mieser Witz sein. In deiner Gegenwart ist mir selten nach Witzen zumute. Sie können sich doch wohl schlecht selbst einstellen. Oh, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Eingestellt hat mich auch ihre Tochter Carla. Bist du bald fertig? Sofort. Ich verabschiede mich ja nur noch kurz von ihr. Ach, hör doch auf mit deinem Schmierentheater. Auch wenn es dich nicht interessiert, Christina braucht jetzt ihre Ruhe. Aber ich wollte ledigen. Lass ihn. Ich lasse ihn ja. Trotzdem geht mir das hier langsam auf die Nerven. Und weißt du, was uns auf die Nerven geht? Ich glaube, hier wird im Moment gerade auf allen Seiten etwas überreagiert. Hier wird nicht überreagiert. Hier werden nur Wahrheiten ausgetauscht. Die einzige Wahrheit ist ja wohl, dass Christina meine Tochter ist. Es gibt Gesetze in diesem Land. Vielleicht sollten wir einfach Lass diese... Arno. Er hat doch keine Ahnung. Ach ja, stimmt. Die deutschen Gesetze sind mir ja völlig fremd. Ihr seid eifersüchtig aufeinander, schlicht und ergreifend. Arno, bitte. Misch dich da nicht ein. Das ist eine Sache zwischen mir und Ja, Sebastian, bitte, okay? bitte, bitte. Oh Gott. Super. So schnell Aal zu verärgern, das schaffen nicht viele Leute. Schöne Feier noch. Ich bin mir sicher, es geht ihm wirklich nur um Christina. Mir auch. Na, wie dem auch sei, ich feuere dich hiermit. Und da wir ansonsten leider keine Verwendung für dich haben, auf Wiedersehen. Das ist mein Arbeitsvertrag. Irrtum. Das war dein Arbeitsvertrag. Wenn du das Kleingedruckte lesen würdest, bitte. Unbefristetes Arbeitsverhältnis? 1 Jahr Kündigungsfrist? Na, das wollen wir doch mal sehen. Wenn du glaubst, du könntest uns hier auf der Nase rumtanzen, dann... Oh nein, ich werde euch ganz gewiss nicht auf der Nase rumtanzen. Ich werde das Schloss verwalten. Und ganz nebenbei werde ich ein Auge auf dich und deine Mutter haben. Und das wird auch im Interesse von Carla und den anderen sein. Derartige plumpe Zudringlichkeiten verbitte ich mir für Sie ab sofort Graf Lahnstein, Frau Ryan. Selbstverständlich. Graf, Gräfin, ich wünsche noch einen guten Appetit. Kuhlensuppe soll übrigens sehr gesund sein. Herr Brandner, früher waren Sie doch mal so ein richtiger Familienheinz. Gehen Sie mir weg mit Familie. Eine Familienfeier mit Matthias und Sebastian ist echt nicht so der Brüller. Taufe schon vorbei? Mehr oder weniger. Wie war's? Oh. Okay, nächste Frage. Was wollt ihr trinken? Bier. Gut. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Warum haben jetzt Matthias und Sebastian immer Streit? Das ist eine längere Geschichte. Dann erzähl die kurz. So, Männer. Kann ich sonst noch was für euch tun? Danke. Mach gleich noch mal 3. Das muss ja eine super Taufe gewesen sein. Hauptsache, Christina hat es gefallen. Männer, auf Christina. Auf Christina. Runter damit. Weißt du, Andi, Familie, das ist eine Medaille mit 2 Seiten. Ja. Und jetzt gerade liegt die Medaille auf der anderen Seite. Nachschub.
Wisst ihr, ich glaube, ich weiß, wie ihr besser draufkommt. Aha. Charlie. Danke, dass du so schnell kommen konntest. Ja, so häufig wie in letzter Zeit war ich selten hier. Ja. So, aber jetzt mal von vorne. Warum tust du dir diesen Posten an? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit einem wichtigen Teil meines Lebens Kontakt zu halten. Wie bitte? Ich dachte, du wolltest dich jetzt endlich mal um dich kümmern. Es gibt Stattdessen willst du dich lieber von Ansgar und seiner Mutter schikanieren? Nein, das Bist du wirklich mit den Lahnsteinen so verbunden, dass du schon vergessen hast, wie oft man dich gedemütigt hat? Was wolltest du eben sagen? Ja, es gibt etwas, das ich unbedingt herausfinden muss. Was soll das denn sein? Mit Francesca stimmt was nicht. Tanja hat so eine komische Bemerkung gemacht. Ach, ausgerechnet Tanja. Nein, jetzt hör mir doch mal zu. Sie hat mich regelrecht angefleht, hier zu bleiben und sie nicht mit denen alleine zu lassen. Und du denkst nicht, dass sie da eine Show abgezogen hat? Warum sollte sie das tun? Du hast mir doch selbst erzählt, dass sie in letzter Zeit so merkwürdig ist. Ja, eben. Sie ist total verängstigt. Und das ist doch nicht normal. Charlie, ich muss hier bleiben. Ich muss versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. Und du hältst Augen und Ohren für mich im Schneidersofen. Ja, das mache ich. Wenn du wüsstest, was ich deiner Tochter alles auf den Wunschzettel geschrieben habe. Jetzt hör doch bitte auf, sie immer meine Tochter zu nennen. Wieso? Ist sie doch. Jedenfalls war es mir Gutes. Wo weißt denn du das? Ich habe dich heimlich beim Schreiben beobachtet. Auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Ciao. Ciao. Wiedersehen, Herr Brandner. Tschüss. Tschüss. Ciao. Matthias, ich wollte mich nur noch mal dafür bedanken, dass ich Christinas Taufpate sein durfte. Ich hatte schon wesentlich bessere Ideen. Papa, jetzt reicht's. Und mir erst. Hey, da sind ja meine Kumpels. Was? Hast du nicht was von Bikern gesagt? Andi, wenn er nicht übertreiben kann. Na super, dann reden wir den Rest des Tages über Fahrräder, Stimmbruch und Pickel. Oh Mann, und ich dachte schon. Hast du mir das wirklich zugetraut? Den Sound kenne ich. Ja, das sind meine Jungs. Ja, schon viel, viel besser. Auch nur Hampelmänner auf Motorrädern. Quatsch, Arno, die sind doch lässig. Ja, wie dem auch sei. Kinder, ich muss noch mal in die Firma. Also ich bin... Arno, du kommst nicht. Nein, lass das. Komm, ich kann alleine gehen. Hola, Muchacho. Andi, alte Hippe. Na? Und, Familie? Wie man's nimmt. Dein Sohn? Nicht schlecht. Ja, wem gehört der heiße Kreis? Heißer Kreis? Hm? Aber alte Männer sind gefährlich. Sie haben nichts zu verlieren. Deshalb sind sie heiß. Hast du das nicht gewusst, Bubi? Die Herrschaften und das Personal wissen Bescheid. Was ist denn hier? Elisabeth, willst du etwa schon abreisen? Dazu werde ich gleich etwas sagen. Gräfin Tanja habe ich leider nicht erreichen können. Oh, das macht nichts, Justus. Und Graf Ansgar hat es sich verbeten. Danke. Ach, das ist doch selbstverständlich, Gräfin. Frau Ryan, Verzeihung, die neue Situation, das ist noch sehr ungewöhnlich für mich. Ja. Zunächst möchte ich mich bei Ihnen allen erst einmal für Ihr Kommen bedanken. Sie erinnern sich, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich von Ihnen verabschiedet. Jetzt, 4 Monate später, möchte ich mich bei Ihnen
als neue Verwalterin von Schloss Königsbrunn vorstellen. Das ist ja toll. Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit auf dem Schloss. Ich freue mich für Sie. Vermutlich werden Sie als Angestellte eine bessere Figur machen, denn als Gräfin. Manchmal bist du mir so dermaßen fremd. Es ist echt unglaublich, was sich Elisabeth da antut. Jetzt ist sie wieder eine Angestellte hier und jeder kann ihr sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Christina? Ich hätte nicht gedacht, dass du so rücksichtslos sein kannst. Nicht nur gegenüber Sebastian, sondern auch gegenüber Christina. Sie hat doch davon überhaupt nichts mitbekommen. Das ist doch gar nicht der Punkt. Normalerweise zeigen die Anwesenden bei einer Taufe dem Täufling, dass sie immer für ihn da sind und dass sie ihm Glück wünschen. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Die Gäste haben ihr doch Glück gewünscht. Ach, und anschließend gehst du hin und schlägst Sebastians Hand aus? Wie soll denn das mit euch weitergehen? In ein paar Tagen tut es meinem Vater bestimmt leid. Tja. Nur, dass sich das immer wiederholen wird. Ja, er muss sich erst mal daran gewöhnen. Du bist sowas wie ein Konkurrent für ihn. Lassen wir das Thema. Es ändert sowieso nichts. Du, wollen wir irgendwas unternehmen? Kino vielleicht? Danke. Ich würde jetzt gerne allein sein. Du zerknitterst das total. Ich weiß, es ist für euch alle nicht leicht. Christina ist Katjas und meine Tochter. Und Sebastians Kind. Er liebt sie genauso, wie du sie liebst. Alle leiden unter eurem Streit, aber vor allen Dingen Christina. Sollte es in den nächsten Tagen Frost geben, Otto, dann müssten die Rosen noch angehäufelt werden. Ach so, ja, und schauen Sie doch bitte im hinteren Teil des Parks nach der alten Eiche. Ich glaube, da hat der Sturm einen Ast abgerissen. Ansonsten wäre das alles für heute. Nicht ganz. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Der Eiskeller ist noch nicht gereinigt worden. Darum kümmern Sie sich bitte, Peter. Oh, Sie sind ja ein wahres Organisationsgenie. Aber ich bitte Sie, das muss man doch sein, wenn man mit so vertrauensvollen Aufgaben betraut wird. Eine Poolreinigung wäre auch dringendst angeraten. Justus wird Ihnen zeigen, wo Sie die dafür notwendigen Geräte finden. Ich denke, Sie wissen, wo alles liegt, Olli. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie den Pool reinigen. Also bitte. Ach, und ehe ich es vergesse, da wäre noch der Dachboden. Der muss auch unbedingt aufgeräumt werden. Gut, ich werde gleich jemandem Bescheid geben. Leider. Es gibt niemanden, dem Sie Bescheid sagen können. Ich habe nämlich den anderen Bediensteten zur Feier des Tages freigegeben. Welche Feier? Zur Feier Ihres ersten Arbeitstages. Gar kein Problem, dann werde ich morgen alles Nötige veranlassen. So leid es mir tut, die Sache duldet leider keinen Aufschub. Auf dem Dachboden sind Ratten. Aber damit kennen Sie sich doch bestimmt aus. Ratten auf dem Dachboden? Gar kein Problem. Sehen Sie, genau das habe ich mir auch gedacht. Buon divertimento. Ja, und dann? Dann ist mir plötzlich eingefallen, dass ich noch so ein Pfefferspray dabei hatte. Das war aber eigentlich für diese ganzen Straßenköter gedacht, die frei auf der Straße rumlaufen. Bin ich also zu dem Typen hin und will ihm gerade so ins Gesicht sprühen. Und? Da kam plötzlich so eine Mamita um die Ecke. Brüllt wie verrückt. Die Typen waren auf einmal so klein mit Hut. Und dem Jungen ist nichts passiert? Nee. Der war mir so dankbar. Der hat mich gleich mit nach Hause genommen. Da gab's dann was zu essen. Die Mutter hat mir dann die schärfsten Chili gemacht, die ich je gegessen habe. Ja, und Opi, hast du auch so eine Story auf Lager? Ich? Ja, was denkt ihr denn?
hoffentlich erzählt er jetzt nicht sowas. Und da ist mir dann damals die Schaufel auf den Fuß gefallen. Tja, oder von diesem Öko-Bauprojekt. Damit blamiert er uns bis in alle Ewigkeit. Anfang der 70er sind wir zu dritt über Autoput nach Istanbul und von dort weiter nach Syrien in den Irak. Und da konnte man damals einfach so hin? Ja, damals gab es noch keinen Krieg. Du brauchtest Schmiergeld für die Grenze, wenn du nicht tagelang auf die Einreise warten wolltest. Wie seid ihr dann da durch? Mit Autos? Na, hier mit 3 Maschinen. Indien war unser Ziel. Aber in Afghanistan, da gerieten wir in einen Hinterhalt. Straßenräuber. Was? Und was dann? Ja, das war keine gute Situation. Die Situation, es war nicht rosig, nein. Rosig war es nicht, nein. Erst war sie Gräfin, jetzt Schlossverwalterin. Was für ein Abstieg. Ach was, im 18. Jahrhundert wurde eine französische Königin sogar schon geköpft. Wo? Ja, wo? In Paris natürlich. Die hatte dann gar nichts mehr. Ah, Sie sprechen von Marie Antoinette. Ich habe nicht vor, in Ihre Fußstapfen zu treten. Otto, kommen Sie bitte in mein Büro. Na, worauf warten Sie? Ich werde Sie schon nicht einen Kopf kürzer machen. Und schließen Sie bitte die Tür. Ich habe das auf dem Dachboden gefunden. Können Sie mir sagen, wer das ist? Ich kenne die Gräfin Franziska und die Gräfin Carlotta. Gut, danke. Ja, Sie können dann gehen. Habe ich was verpasst? Woher habt ihr hier eure Bombenlaune? Aus der großen, weiten Welt. Aus dem Orient. Und vom Rhein. Okay. Ja, dann bis später vielleicht. Möchtet ihr Kaffee? Ja, gerne. Ich auch. Dann kocht euch welchen. So, nur weil Sie jetzt einmal vor den Jungs so richtig auf die Tube gedrückt haben. Sollen wir dich jetzt bedienen, oder was? Richtig. Nee. Kaffee gibt's nur, wenn du uns endlich erzählst, wie die Geschichte wirklich ausging. Ihr wollt es wissen? Sie haben die Jungs auch schon ganz verrückt gemacht mit ihrer Hinhaltetaktik. Ja, die Ungeduld der Jugend. Erst die Story, dann den Kaffee. Das ist Nötigung. Und das andere ist Folter. Wir hören? Monatelang haben Harry, Günther und ich die Reise geplant, Informationen beschafft, die Routen gezeichnet, Maschinen präpariert. Und dann bekam Vater seinen ersten schweren Herzinfarkt. Die Jungs sind allein gefahren. Tolle Buddies. Echt, Mann. Es war mein Vater. Ich habe mich um ihn gekümmert. Und du bist dann echt da geblieben? Und die Maschine? Jahre später, ich hatte schon Familie, habe ich sie verkauft. Das heißt, dann haben Sie die Tour nie gemacht? Nein, nie. Komm, so ein kleiner Spaziergang. Du kommst da bestimmt auf andere Gedanken. Papa. Hallo. Ja, ich bin hier, um zu sagen, das war nicht so gemeint. Also von wegen deiner Teilnahme an der Taufe, dass das eine schlechte Idee gewesen ist. Weißt du, im Eifer des Gefechts, da sagt man manchmal Dinge, die man später bereut. Also, es tut mir leid. Ja, ich muss dann weiter. Ja, vergessen wir die Geschichte einfach. Fangen wir einfach noch mal von vorne an. Ja. Schönen Nachmittag. Ich wollte dich übrigens noch um was bitten. Was hältst du davon, wenn wir feste Besuchstage einrichten, an denen ich Christina sehen kann und mit aufs Schloss nehmen kann? Ja, ich dachte, jedes zweite Wochenende bei mir und die anderen Wochenenden... Vergiss es. Aber feste Besuchstage wären doch das Entspannteste für alle Beteiligten. Sebastian hat recht, Papa. Was? Nein, alles bleibt, wie es ist. Hör zu, du kannst jederzeit Christina sehen, wenn du es vorher mit mir abgeklärt hast. Anruf genügt. Mehr geht nicht.
Weißt du, wo Arno und Matthias sind? Arno, keine Ahnung, und Matthias wollte nach Königsbrunn. Will er sich noch ein bisschen mit Sebastian streiten oder was? So. Ich bin dann mal weg. Gehst du wandern? Kann man so sagen. Bei dem Wetter, Arno. Natalie, Wetter. Entscheidend ist der Entschluss. Und wohin hast du dich entschlossen zu gehen? Also erst mal zum Flughafen und dann Afrika, Sahara, Südamerika, Acapulco, Karibik, Indien, Taj Mahal. Sonst noch was? Ja, und wie lange? Länger. Ja, Arno macht seinen alten Traum wahr. Immer hat er wegen allem Möglichen zurückstecken müssen. Aber jetzt geht's los. Ist das wirklich dein Ernst? Mein voller Ernst. Ja, aber kannst du das überhaupt schon? Ich meine, der Herzinfarkt ist gerade Ich mal bin topfit. Weißt du, was der Arzt gesagt hat? Genießen Sie Ihre Reise. Ja, dann. Och, Arno. Oh, Natalie, komm. Grüß mir Matthias von mir. Hm? Im Schreibtisch liegen alle Unterlagen, die er braucht. Vollmachten für Brandnerbau. Du wirst uns fehlen. Hoffe ich doch. Und du passt auf deinen Vater auf. Worauf du einen lassen kannst. Komm her. Nein, oh, bist du wahnsinnig? Oh, also. Tausend Meilen beginnen mit einem Schritt. Immerhin hat er sich entschuldigt. Entschuldigung nennst du das? Hätte mir doch genauso mit ins Gesicht spucken können. Er ist extra nach Königsbrunn gekommen. Doch nur weil Natalie ihm das gesagt hat. Er will Christina ganz für sich allein. Das stimmt nicht. Jedes kleinste Zugeständnis musste ich mir hart erkämpfen. Diese ganzen Diskussionen um die Taufe. Ich bin der Vater, nicht er. Sebastian, ich weiß, daran musst du mich nicht erinnern. Ich lasse mir das auf jeden Fall nicht länger bieten. Wenn dein Vater Krieg will, bitte, mir reicht's. Ich werde um meine Tochter kämpfen.